Lektion 1: Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Informationen an den Haltestellen sind oft sehr hilfreich. Ja, es kann Passagiere über Routen und Fahrpläne informieren. Großartig. Gibt es bestimmte Zeiten, zu denen ich die Hauptverkehrszeiten beachten sollte? Definitiv. Wenn Sie die Stoßzeiten kennen, können Sie überfüllte Busse oder Züge vermeiden. Das ist nützlich. Es macht das Reisen auch angenehmer, wenn es weniger überfüllt ist. Ja. Bevor ich losfahre, überprüfe ich immer den Zeitplan. Achten Sie darauf, während unserer Reisen die Aktualisierungen des öffentlichen Nahverkehrs im Auge zu behalten. Vereinbart. Dadurch werden unsere Reisen reibungsloser und effizienter. Ich freue mich darauf, mit all diesen Informationen die Stadt zu erkunden. Lektion 2: Lokale Parks. Nun, da ist der Bellwood Nationalpark. Es ist für seine wunderschönen Wanderwege und Landschaften bekannt. Das klingt erstaunlich. Ich liebe das Wandern in der Natur. Ja. Der Park verfügt über Wanderwege für alle Schwierigkeitsgrade, sodass jeder Spaß daran haben kann. Perfekt. Ich werde einen Weg finden, der zu meiner Erfahrung passt. Außerdem ist die Aussicht von oben atemberaubend. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Die Natur hat immer eine Möglichkeit, den Geist zu erfrischen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Tagesausflug planen, um Bellwood zu erkunden. Das würde mir gefallen. Es wird eine großartige Flucht aus der Stadt sein. Ich freue mich darauf, die Zeit mit Ihnen im Freien zu genießen. Lektion 3: Soziale Hinweise. Ein lächelndes Gesicht oder ein gedrucktes Grinsen nach einer Bemerkung können auf Freundlichkeit hinweisen. Ja, das ist ein wichtiger sozialer Hinweis. Es hilft, in Gesprächen eine positive Stimmung zu schaffen. Genau. Es signalisiert, dass die Person zugänglich und offen ist. Ich finde, dass ein echtes Lächeln in jeder Situation das Eis brechen kann. Absolut. Es schafft eine einladende Atmosphäre und fördert den Dialog. Denken wir daran, diese Hinweise zu verwenden, wenn wir neue Leute kennenlernen. Definitiv. Es kann einen großen Unterschied in der Art und Weise machen, wie wir mit anderen in Kontakt treten. Ich freue mich darauf, diese Tipps bei unserem nächsten geselligen Ausflug zu nutzen. Ich auch. Positive Interaktionen können zu großartigen Freundschaften führen. Lektion 4: Erfolg beim Abendessen. Ja, das habe ich. Es hat etwas länger gedauert als erwartet, aber ich habe alles gefunden, was ich brauchte. Das ist toll zu hören. Was hast du zum Abendessen gemacht? Ich habe beschlossen, ein neues Rezept für Pfannengerichte mit viel frischem Gemüse und Hühnchen auszuprobieren. Das hört sich köstlich an. Hast du es geschafft, alle Zutaten zu besorgen? Absolut. Ich habe sogar einige einzigartige Saucen gefunden, die dem Gericht zusätzlichen Geschmack verleihen. Ich liebe es, wenn man in der Küche kreativ wird. Was ist dein Geheimnis? Ich denke, dass eine vorausschauende Planung dieses Mal einen großen Unterschied gemacht hat. Das ist ein kluger Ansatz. Es hilft, Last-Minute-Stress zu vermeiden. Genau. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Lektion 5: Reiseerlebnisse. Reisen ins Ausland waren für mich schon immer ein Abenteuer. Und du? Waren Sie in letzter Zeit an einem aufregenden Ort? Ich war schon in einigen Ländern, aber ich möchte noch mehr erkunden.
Das ist wunderbar. Jedes Land hat seine eigene einzigartige Kultur und Erfahrungen. Ich stimme zu. Die letzte Reise, die ich unternommen habe, war nach Italien und sie war unvergesslich. Italien ist unglaublich. Das Essen und die Geschichte sind einfach unglaublich. Ja. Nach dieser Reise habe ich versucht, Pasta selbst zuzubereiten. Das hört sich lustig an. Kochen ist eine tolle Möglichkeit, Reiseerinnerungen wieder aufleben zu lassen. Lasst uns irgendwann mal eine gemeinsame Reise planen, es würde so viel Spaß machen. Lektion 6: Reisevorbereitung. Okay, das werde ich unbedingt tun, bevor wir gehen. Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte, bevor wir gehen? Ja, überprüfen Sie unbedingt die Wettervorhersage für unser Reiseziel. Gute Idee. Es kann einen großen Einfluss darauf haben, was wir einpacken. Außerdem ist es hilfreich, eine lokale Karte zu haben oder eine App zur Navigation herunterzuladen. Das ist ein toller Tipp. Sich zu verirren kann ziemlich frustrierend sein. Genau. Lassen Sie uns auch unsere Reiseroute planen, um unsere Zeit für die Erkundung zu maximieren. Ich kann es kaum erwarten. Wenn Sie vorausschauend planen, fühlt sich alles organisierter an. Wir werden gemeinsam eine tolle Reise erleben. Lektion 7: Korruptionsprobleme. Korruption ist in vielen Ländern der Welt ein ernstes Problem. Ja, es untergräbt wirklich das Vertrauen in Regierung und Institutionen. Es können verschiedene Arten korrupter Praktiken auftreten. Absolut. Bestechung und Unterschlagung sind nur einige Beispiele. Es ist entmutigend zu sehen, welche Auswirkungen es auf den Alltagsbürger hat. Ja, es kann zu Ungleichheit und fehlendem Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen führen. Die Bekämpfung der Korruption erfordert starke Führung und Transparenz. Ich stimme zu. Auch Aufklärung sind bei der Bekämpfung dieser Probleme von entscheidender Bedeutung. Lassen Sie uns dieses Thema weiter diskutieren. Es ist wichtig, dass jeder es versteht. Lektion 8: Pendelerfahrung. Bist du heute mit dem Bus zur Arbeit gefahren? Ja, der Verkehr war so schlimm. Es dauerte viel länger als gewöhnlich. Ich kann es mir vorstellen. Die Hauptverkehrszeit kann so stressig sein. Absolut. Ich wünschte, es gäbe effizientere öffentliche Verkehrsmittel. Ich stimme zu. Ein zuverlässiges System würde das Pendeln deutlich erleichtern. Hoffen wir, dass sie es bald verbessern. Es ist für so viele Menschen lebenswichtig. In der Zwischenzeit sollten wir Wege finden, unseren Pendelverkehr angenehmer zu gestalten. Ja. Vielleicht können wir auf Reisen Podcasts oder Hörbücher hören. Tolle Idee. Dadurch vergeht die Zeit auf jeden Fall schneller. Lektion 9: Kompetenzentwicklung. Es ist wichtig, die Fähigkeiten regelmäßig weiterzuentwickeln. Das klingt nach einer guten Idee. Auf welche Fähigkeiten konzentrieren Sie sich? Ich arbeite daran, meine Kommunikations- und Führungsfähigkeiten zu verbessern. Die sind unerlässlich. Sie können Ihnen sowohl im Privat- als auch im Berufsleben von Nutzen sein. Genau. Ich glaube, dass kontinuierliches Lernen der Schlüssel zum Wachstum ist. Ich konzentriere mich auf mein Zeitmanagement und meine Organisationsfähigkeiten. Auch die sind wertvoll. Sie tragen dazu bei, produktiver zu sein.
Sorgen wir dafür, dass wir uns gegenseitig auf unserem Weg zur Kompetenzentwicklung motivieren. Absolut. Das Teilen unserer Fortschritte kann zu noch mehr Verbesserungen führen. Lektion 10: Strandpläne. Ich denke darüber nach, dieses Wochenende an den Strand zu gehen. Das hört sich großartig an. Stört es Sie, wenn ich mitkomme? Gar nicht. Je mehr, desto besser. Ich kann es kaum erwarten, am Wasser zu entspannen und etwas Sonne zu genießen. Genau. Es wird eine schöne Pause von unserem vollen Terminkalender sein. Haben Sie konkrete Pläne für das, was wir am Strand unternehmen werden? Ich dachte, wir könnten ein paar Snacks mitbringen und vielleicht Beachvolleyball spielen. Das hört sich lustig an. Ich liebe es, aktiv zu sein und die Natur zu genießen. Stellen wir sicher, dass wir alles einpacken, was wir für einen perfekten Tag brauchen. Lektion 11: Einblicke in die Bibliothek. Ich habe wirklich viel aus den Bibliotheksbüchern gelernt, die ich kürzlich gelesen habe. Das ist wunderbar. Welche Art von Büchern leihen Sie normalerweise aus? Ich mag eine Mischung aus Belletristik und Sachliteratur, jedes bietet eine andere Perspektive. Ich stimme zu. Fiktion lässt Sie entfliehen, während Sachliteratur wertvolle Lektionen vermittelt. Genau. Ich lege immer Wert darauf, die Bücher pünktlich zurückzubringen. Das ist eine tolle Angewohnheit. Es sorgt dafür, dass auch andere Freude daran haben. Außerdem fühlt es sich lohnend an, Bücher rechtzeitig zurückzugeben, als würde man eine kleine Mission erfüllen. Absolut. Haben Sie ein Lieblingsbuch, das Sie aus der Bibliothek gelesen haben? Ja, es gibt eine, die meine Lebenseinstellung völlig verändert hat. Lektion 12: Strandbau. Zeit am Strand zu verbringen ist immer ein erfrischendes Erlebnis, nicht wahr? Absolut. Das Rauschen der Wellen und der Sonne hat etwas Magisches. Apropos, haben Sie Tipps zum Bau einer stabilen Sandburg? Ja, ich habe gelernt, dass der Schlüssel darin liegt, nassen Sand für eine bessere Struktur zu verwenden. Das macht Sinn. Nasser Sand hält viel besser zusammen als trockener Sand. Genau. Wenn Sie den Sand fest verpacken, bleibt er außerdem in Form. Das werde ich mir beim nächsten Mal merken. Wie wäre es mit der Dekoration? Muscheln und Algen können Ihrer Sandburg eine schöne Note verleihen. Das klingt kreativ. Ich liebe es, wie wir unsere Schlösser einzigartig machen können. Lektion 13: Yoga Routine. Ich habe vor kurzem damit begonnen, Yoga in meine Routine zu integrieren. Das ist fantastisch. Wie oft praktizieren Sie jede Woche Yoga? Ich strebe 3 Yogasitzungen pro Woche an, um Gleichgewicht und Flexibilität zu bewahren. Das ist ein tolles Ziel. Verfolgen Sie einen bestimmten Yogastil? Ich mag Hatha Yoga wegen seines Fokus auf Atmung und Ausrichtung. Hatha ist wunderbar für Anfänger, es hilft wirklich bei der Achtsamkeit. Ja, ich fühle mich nach jeder Sitzung zentrierter und entspannter. Das ist das Schöne am Yoga. Es stärkt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Genau. Ich ermutige jeden, es mindestens einmal auszuprobieren. Lektion 14: Gemeinsames Verständnis. Ich bin wirklich froh, dass wir uns bei diesem Projekt einig sind. Ja, es ist wichtig, gemeinsame Ziele für die Zukunft zu haben. Definitiv.
Durch die Zusammenarbeit wird der gesamte Prozess reibungsloser und angenehmer. Ich kann nur zustimmen. Wenn beide Parteien auf einer Linie sind, gedeiht die Kreativität. Genau. Es ist erstaunlich, wie Synergien zu fantastischen Ergebnissen führen können. So wahr. Haben Sie darüber nachgedacht, wie wir unsere Ideen umsetzen können? Ja, ich glaube, dass es von Vorteil wäre, mit einer Brainstorming-Sitzung zu beginnen. Das klingt nach einem soliden Plan. Ich bin gespannt, wohin es uns führt. Ich auch. Gemeinsam können wir Großes erreichen und echte Wirkung erzielen. Lektion 15. Gemeinsam erkunden. Kürzlich habe ich mit einer Gruppe von Freunden ein Abenteuer unternommen. Das klingt spannend. Wo seid ihr alle hingegangen? Wir haben einen Nationalpark erkundet und es hat viel Spaß gemacht, neue Wege zu entdecken. Ich wette. Es ist etwas Besonderes, mit Freunden die Natur zu erkunden. Ja, das Teilen dieser Erlebnisse macht sie noch unvergesslicher. Definitiv. Haben Sie während Ihres Aufenthalts alle Aktivitäten ausprobiert? Wir gingen wandern und machten sogar ein Picknick an einem wunderschönen See. Das klingt idyllisch. Die Natur bringt Menschen einander näher. Genau. Es ist erstaunlich, wie viel Freude solch einfache Aktivitäten hervorrufen können. Lektion 16. Sprache an der Universität. Der Besuch einer Universität kann eine ganz besondere Erfahrung sein, vor allem was die Sprache angeht. Ja, ich habe gehört, dass Französisch an vielen Institutionen die offizielle Unterrichtssprache ist. Das ist richtig. Allerdings ist auch Englisch weit verbreitet, was es für viele einfacher macht. Es ist interessant, wie Sprache das Universitätserlebnis prägen kann. Absolut. Die Zweisprachigkeit kann den Schülern so viele Möglichkeiten eröffnen. Ich stimme zu. Es hilft beim Verständnis verschiedener Perspektiven in der Bildung. Darüber hinaus verbessert es die Kommunikationsfähigkeiten, die in der heutigen Welt von entscheidender Bedeutung sind. Genau. Glauben Sie, dass das Erlernen mehrerer Sprachen für den Erfolg unerlässlich ist? Ja, ich glaube, dass es den Einzelnen in die Lage versetzt, in einem globalisierten Umfeld erfolgreich zu sein. Lektion 17. Heimschätze. Ich liebe es, beim Dekorieren meines Zuhauses verschiedene Schätze zu entdecken. Das stimmt. Es ist erstaunlich, wie Stühle, Lampen und Geräte einen Raum verwandeln können. Absolut. Jedes Stück erzählt eine Geschichte und verleiht ihrer Umgebung Charakter. Ja, und vergessen Sie nicht die Bücher und Aufzeichnungen, sie verleihen einem Raum Persönlichkeit. Genau. Ich genieße es immer, meine Lieblingsbücher prominent in den Regalen zu präsentieren. Das ist eine tolle Idee. Es lädt zum Gespräch ein und spiegelt Ihre Interessen wider. Ich liebe es auch, Gemälde einzubauen, um eine lebendige Atmosphäre zu schaffen. Ja, Kunst kann einen Raum lebendiger und einladender machen. Wie wäre es mit Kleidung? Ich denke, dass sie auch die Gesamteinrichtung aufwerten können. Lektion 18. Die faszinierenden 1920er Jahre. Die 1920er Jahre waren eine faszinierende Zeit voller Wendungen. Ich stimme zu. Es war eine Zeit, die von bedeutenden kulturellen und sozialen Veränderungen geprägt war. Ja, die Mode und Musik dieser Zeit sind besonders faszinierend.
Definitiv. Jazzmusik entstand und wurde zu einem prägenden Genre dieses Jahrzehnts. Und vergessen wir nicht den Aufstieg der Flapperkultur, es war revolutionär. Absolut. In dieser Zeit begannen Frauen, sich freier auszudrücken. Es ist interessant, wie mutig gesellschaftliche Normen in Frage gestellt wurden. Ja. Die 1920er Jahre bereiteten wirklich die Bühne für zukünftige Generationen. Wer ist Ihre liebste historische Figur aus dieser Zeit? Lektion 19: Muster ändern. Es ist interessant, wie sich gesellschaftliche Normen rund um Beziehungen im Laufe der Zeit verändern können. Ja, historisch gesehen galten bestimmte Verhaltensweisen als ziemlich promiskuitiv. Genau. Allerdings hat sich dieses Muster in den letzten Jahren etwas umgekehrt. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Einstellung zu Beziehungen entwickelt. Ja, die Menschen werden offener gegenüber Liebe und Intimität. Das stimmt. Kommunikation und Verständnis werden immer wichtiger. Ich glaube, dass dieser Wandel auch umfassendere Veränderungen in der Gesellschaft widerspiegelt. Absolut. Es ist wichtig, Gespräche über diese Themen zu führen. Ja, die Diskussion solcher Themen kann helfen, Barrieren abzubauen. Lektion 20: Frühstücksconvenience. Ich war angenehm überrascht, dass das Frühstück im Zimmerpreis inbegriffen ist. Das ist sehr praktisch. Es macht den Aufenthalt noch angenehmer. Ja, der Start in den Tag mit einem guten Frühstück kann einen positiven Ton setzen. Ich stimme zu. Gibt es bestimmte Speisen auf der Frühstückskarte? Sie bieten eine große Auswahl, darunter Obst, Gebäck und warme Gerichte. Das hört sich köstlich an. Ich liebe ein herzhaftes Frühstück, um meinen Tag zu stärken. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Morgenaktivitäten anzukurbeln. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Es ist immer schön, Optionen zu haben. Ja, und das gemeinsame Frühstück mit Freunden macht es noch besser. Lektion 21: Wertschätzung der Natur. Ich nehme mir immer etwas Zeit, um die Schönheit der Natur um uns herum zu genießen. Ebenfalls. Es ist wie ein Hauch frischer Luft, der die Seele verjüngt. Genau. Allein das Draußensein kann meine Stimmung heben und meinen Kopf frei machen. Ja, und ich finde, dass es mir hilft, meine Gedanken klarer zu reflektieren. Die Natur hat eine Art, alles ins rechte Licht zu rücken, nicht wahr? Absolut. Ich liebe es, wie jede Jahreszeit ihren ganz eigenen Charme mit sich bringt. Rechts. Besonders beeindruckend sind die leuchtenden Farben im Herbst. Ich kann nur zustimmen. Es ist auch eine perfekte Zeit zum Fotografieren. Ja, das Festhalten dieser Momente macht sie noch spezieller. Lektion 22: Erfolge feiern. Am nächsten Tag nach der Veranstaltung kamen riesige Menschenmengen, um sie zu sehen. Das klingt unglaublich. Es muss ein tolles Gefühl gewesen sein, solche Unterstützung zu haben. Ja, und 2 Tage später gab es zu ihren Ehren eine Parade durch die Straßen. Wow! Eine Parade ist eine großartige Möglichkeit, Erfolge zu feiern. Das ist es wirklich. Die Atmosphäre muss vor Aufregung elektrisierend gewesen sein.
Ich kann mir die Freude auf ihrem Gesicht während einer so großen Feier nur vorstellen. Ja, es ist ein Moment, den sie umgeben von ihren Fans für immer in Ehren halten wird. Es ist inspirierend zu sehen, wie harte Arbeit zu einer solchen Anerkennung führen kann. Definitiv. Ereignisse wie diese motivieren andere, ihre Träume zu verwirklichen. Lektion 23: Ziele setzen. Zunächst ist es ein gutes Ziel, sich eine Woche lang auf das persönliche Wachstum zu konzentrieren. Ich stimme zu. Es ist wichtig, der Selbstverbesserung Zeit zu widmen. Bieten Sie in dieser Woche Gruppensitzungen zur Motivation an? Ja, Gruppensitzungen können Ermutigung und Verantwortung vermitteln. Das ist fantastisch. Der Erfahrungsaustausch erleichtert oft die Reise. Absolut. Es schafft ein Gefühl der Kameradschaft unter den Teilnehmern. Darüber hinaus kann das Lernen von anderen neue Ideen und Perspektiven hervorbringen. Ja, es ist wunderbar, wie Zusammenarbeit das persönliche Wachstum fördern kann. Ich bin gespannt, welche Erkenntnisse wir aus diesen Sitzungen gewinnen können. Lektion 24: Bleiben Sie auf dem Laufenden. Sollten wir Hinweise finden, benachrichtigen wir Sie selbstverständlich schnellstmöglich. Das ist beruhigend. Es ist wichtig, über relevante Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, insbesondere wenn es um Entscheidungen geht, die uns alle betreffen. Ich stimme zu. Eine klare Kommunikation trägt dazu bei, dass sich alle einbezogen fühlen. Genau. Es ist entscheidend für den Aufbau von Vertrauen und Transparenz in jeder Situation. Und weil wir wissen, dass wir informiert sind, können wir entsprechend planen. Ja, es ermöglicht uns, Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Updates zu treffen. Das weiß ich zu schätzen. Es fördert eine kollaborative Umgebung. Definitiv. Durch die Zusammenarbeit verbessern wir unsere Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern. Lektion 25: Traumziele. Diese Reiseziele sind wirklich eine großartige Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Das ist es wirklich. Die Schönheit der Natur kann so erfrischend sein. Vielleicht können wir eines Tages unseren Traum, Sie zu besuchen, in die Realität umsetzen. Das würde mir gefallen. Eine gemeinsame Reise zu planen könnte ein Abenteuer sein. Ja, das Erkunden neuer Orte schafft unvergessliche Erinnerungen. Absolut. Es ist erstaunlich, wie Reisen unseren Horizont erweitern kann. Darüber hinaus sorgt das Probieren der lokalen Küche für noch mehr Genuss. Ja, Essen ist ein großer Teil des Erlebens einer neuen Kultur. Ich kann mir schon vorstellen, wie viel Spaß wir beim Entdecken und Probieren haben würden. Lektion 26: Familienbande. Meine Schwester und ich waren als Familie schon immer sehr eng verbunden. Das ist herrlich. Eine starke familiäre Bindung ist so wichtig. Ja, wir teilen viele Erfahrungen und unterstützen uns gegenseitig durchs Leben. Es ist toll, jemanden zu haben, der einen so gut versteht. Absolut. Wir verbringen oft Zeit miteinander und unternehmen lustige Aktivitäten. Das klingt wunderbar. Was macht euch gemeinsam am meisten Spaß? Wir lieben es, ins Kino zu gehen oder neue Restaurants auszuprobieren. Das sind großartige Möglichkeiten, bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ja, und wir veranstalten auch Familienspielabende, bei denen immer viel gelacht wird.
Lektion 27, Familienunterstützung. Er bringt mich zum Skaten in die Arena und es ist immer eine tolle Zeit. Das hört sich lustig an. Skaten ist eine wunderbare Möglichkeit, den Kontakt zur Familie zu stärken. Ja, er hilft meiner Schwester auch bei ihren Aufsätzen und Hausaufgaben. Es ist schön, jemanden zu haben, der ihre akademischen Bemühungen unterstützt. Er sorgt dafür, dass das Lernen Spaß macht, was wirklich wichtig ist. Absolut. Ermutigung kann einen großen Unterschied in der Motivation machen. Außerdem bringt er uns immer zum Lachen, was die Stimmung aufhält. Das ist wichtig. Lachen bringt Familien näher zusammen. Ich schätze diese Momente, sie schaffen eine warme, familiäre Umgebung. Lektion 28, intelligente Reisetipps. Es ist eine gute Idee, daran zu denken, Gürtel oder Jacken auszuziehen, bevor Sie durch die Sicherheitskontrolle gehen. Ja, es beschleunigt den Prozess und macht die Arbeit für alle einfacher. Genau. Es ist immer am besten, auf Reisen vorbereitet zu sein. Ich stimme zu. Kleine Dinge können einen großen Unterschied im Flughafenerlebnis machen. Außerdem verringert es die Wahrscheinlichkeit, dass Gegenstände im Sicherheitsbehälter vergessen werden. Absolut. Auf Reisen ist es von entscheidender Bedeutung, organisiert zu bleiben. Und es ermöglicht uns, uns darauf zu konzentrieren, unsere Reise zu genießen, anstatt uns zu stressen. Ja, die Reise zu genießen ist das ultimative Ziel. Ich kann es kaum erwarten, unser nächstes gemeinsames Abenteuer zu erleben. Lektion 29, Sicherheit geht vor. Wie sieht es mit Sicherheitsbedenken aus, während wir auf Erkundungstour sind? Es ist immer ratsam, sich in gut beleuchteten Bereichen aufzuhalten und ihrem Instinkt zu vertrauen. Absolut. Es ist von entscheidender Bedeutung, sich ihrer Umgebung bewusst zu sein. Ja, und es ist wichtig, für Notfälle einen Plan zu haben. Rechts. Wenn Sie Notfallkontakte griffbereit haben, können Sie beruhigt sein. Ich stimme zu. Es ist besser, vorbereitet zu sein, als es später zu bereuen. Darüber hinaus kann das Reisen in Gruppen auch die Sicherheit erhöhen. Ja, es gibt Stärke in der Zahl, besonders an unbekannten Orten. Ich bin froh, dass wir darüber diskutieren. Es ist für eine unterhaltsame Reise unerlässlich. Lektion 30, lange Spaziergänge und Kunst. Ich mache oft lange Spaziergänge in der Natur, sie sind so erfrischend und friedlich. Das hört sich herrlich an. Nehmen Sie sich bei diesen Spaziergängen manchmal die Zeit zum Malen? Ich wünschte, ich könnte. Ich bewundere diejenigen, die mit Acryl oder Wasserfarben malen können. Beide Medien haben ihren einzigartigen Charme und ihre einzigartige Schönheit. Ja, ich habe einige unglaubliche Landschaften gesehen, die mit Aquarell geschaffen wurden. Sie fangen die Essenz der Natur wunderschön ein. Ich kann mir vorstellen, wie entspannend es sein muss, im Freien zu malen. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit ihrer Umgebung zu verbinden. Vielleicht sollte ich eines Tages versuchen zu malen, es klingt nach einem erfüllenden Hobby. Lektion 31, gemütliches Wohnzimmer. Beginnen wir mit dem Wohnzimmer, wir brauchen eine gemütliche Couch, um es einladend zu machen. Absolut. Eine bequeme Couch kann wirklich die Stimmung zum Entspannen schaffen. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Couchtisch als Ergänzung, oder? Ja, ein Couchtisch ist für die Ablage von Getränken und Snacks beim Entspannen unerlässlich. Genau.
es ist auch ein großartiger Ort, um einige Dekorationsgegenstände auszustellen. Ich liebe die Idee, ein paar Pflanzen hinzuzufügen, um Leben in den Raum zu bringen. Das klingt wunderbar. Grün kann die Atmosphäre wirklich verbessern. Außerdem sollten wir die Beleuchtung berücksichtigen. Sanftes Licht kann eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Ja, durch warmes Licht wirkt das Wohnzimmer noch einladender. Lektion 32: Vorteile des Heimfitnessstudios. Das Einrichten eines Heimfitnessstudios kann manchmal ziemlich mühsam sein, finden Sie nicht? Genau. Aber sobald es fertig ist, ist es unglaublich praktisch für das tägliche Training. Ja, wenn ich ein Fitnessstudio zu Hause habe, kann ich trainieren, wann immer ich möchte, ohne pendeln zu müssen. Das ist ein riesiger Vorteil. Das spart Zeit und macht es einfacher, fit zu bleiben. Absolut. Außerdem kann ich die Ausrüstung auswählen, die am besten zu meinen Bedürfnissen passt. Ja, und es ermöglicht mir mehr Flexibilität in meiner Trainingsroutine. Es ist auch schön, beim Training zu Hause Privatsphäre zu haben. Definitiv. Es hat etwas Befreiendes, in den eigenen vier Wänden zu trainieren. Ich freue mich darauf, mit der Gestaltung meines perfekten Heimfitnessstudios zu beginnen. Lektion 33: Standhaft bleiben. Ich möchte nicht Teil Ihrer Revolution sein, ich bevorzuge meinen eigenen Weg. Das ist fair. Jeder hat das Recht, seinen eigenen Weg im Leben zu wählen. Genau. Endlich werden Sie mit überragender Sicherheit wissen, dass nur eines zählt. Und das bedeutet, sich selbst und seinen Überzeugungen treu zu bleiben. Ja, es ist wichtig, unabhängig von der Masse den eigenen Überzeugungen zu folgen. Absolut. Authentizität führt zu einem erfüllteren Leben. Ich glaube, dass die Akzeptanz der Individualität in der heutigen Welt von entscheidender Bedeutung ist. Definitiv. Es befähigt Menschen, sich vollständig auszudrücken. Ich bin froh, dass wir so bedeutungsvolle Themen offen diskutieren können. Lektion 34: Veranstaltungsplanung. Wir haben die Veranstaltung am Freitag besprochen und ich denke, wir sind bereit, weiterzumachen. Ja, es ist alles erledigt. Ich habe einige Materialien vorbereitet, die wir brauchen werden. Das ist fantastisch. Ich bin froh, dass alles reibungslos klappt. Absolut. Ein klarer Plan erleichtert die Umsetzung erheblich. Ja, und ich glaube, es wird uns helfen, während des gesamten Prozesses organisiert zu bleiben. Genau. Außerdem wird dadurch sichergestellt, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Ich bin gespannt, wie sich unsere Bemühungen während der Veranstaltung auszahlen werden. Ich auch. Es ist immer schön zu sehen, wie aus der Planung Taten werden. Lassen Sie uns den Schwung beibehalten und die letzten Details finalisieren. Lektion 35: Spannung auf einem Tagesausflug. Klingt spannend. Wie wäre es mit Tag 2 unserer Reiseroute? Am zweiten Tag ist ein Tagesausflug ins Grüne geplant. Das klingt wunderbar. Ich liebe es, neue Landschaften zu erkunden. Ja, es wird eine großartige Möglichkeit sein, der Hektik der Stadt zu entfliehen. Genau. Zeit in der Natur zu verbringen kann so erfrischend sein. Außerdem können wir ein Picknick einpacken, um es zu genießen, während wir dort sind. Ich liebe Picknicks. Sie verleihen jeder Reise ein unterhaltsames und entspannendes Element. Absolut. Wir sollten auch einige Spiele mitbringen, um draußen zu spielen.
Tolle Idee. Es wird unseren Tag noch angenehmer machen.